Unser Betrieb ist 1990 entstanden, damals von Schafhaltern, von Bauern aus der Region, die sich sozusagen überlegt haben, was sie mit diesem ständig nachwachsenden Rohstoff Schafwolle alles Sinnvolles produzieren können. Ja, sind so die Anfangsbestände eben gewesen, dass man sich da von anderen Betrieben da Tipps geholt hat. Man hat sehr alte Maschinen gekauft, die eigentlich eher schon Richtung Schrotthaufen unterwegs waren. Und auch mit Leuten aus der Region, die im Textilbereich früher mal gearbeitet haben, hat man sich so ein bisschen das Know-how geholt. Und so ist der Betrieb entstanden, dass man aus der Schafwolle brauchbare Produkte herstellt. Und natürlich war das sehr gut, dass sehr viele textilinteressierte Leute immer da waren oder immer wieder hergekommen sind. Und da hat man auch Synergieeffekte sozusagen genutzt, um Produkte zu entwickeln, um überhaupt irgendeine Produktion sozusagen auf die Füße zu stellen. Ja, so ist es im Laufe der Zeit entstanden. Hergestellt worden sind von Anfang an Bettwaren, das heißt Oberbetten, Unterbetten und Pölster, die mit Schafwollvlies gefüllt worden sind, die wir nach wie vor heute noch in genau der gleichen Art produzieren, die wir auf Maß auch anfertigen können. Dann Strickwolle, wie wir es da im Hintergrund sehen, sehr viel mit den Naturfarben der Schafwolle. Dann Stoffe, die natürlich immer weiterentwickelt worden sind, Teppiche, die wir auf Maß fertigen. Und im Laufe der Zeit sind dann noch Filzprodukte verschiedenster Art dazugekommen. Ein knappes Jahr, seit letzten Juli ist so richtig offiziell. Und ich denke, es hat sich jetzt von Anfang an schon auf alle Fälle positiv bemerkbar gemacht. Es kommen natürlich laufend Kundschaften, die eine Führung im textilen Zentrum gemacht haben und zu uns kommen. Auch umgekehrt wird bei uns sehr viel nach dem textilen Zentrum gefragt. Man schaut natürlich gegenseitig, hilft man sich da, dass man da eben sozusagen die Kunden an den richtigen Ort schickt. Auch im Haus natürlich. Ja, und ich denke, das sind jetzt die Anfänge und es wird natürlich speziell dadurch, dass das Museum oben, dass die sehr stark in dem touristischen Bereich drinnen sind, da wird natürlich ganz viel Werbung gemacht und ich denke mal schon, dass da auch für uns auf alle Fälle immer wieder positive Rückmeldungen kommen. Ja, wir haben jetzt speziell für die Eröffnung vom textilen Zentrum haben wir also intern einmal die Produkte ziemlich wieder auf Vordermann gebracht und eine Produktentwicklung, einen längeren Prozess durchgemacht. Wir haben auch im Zuge dessen unser Logo und Katalog und Folder, alles was sozusagen nach außen geht, neu überarbeitet oder überhaupt neu gemacht. Also da versuchen wir jetzt speziell natürlich an allen bestehenden Partnern, Geschäftspartnern und Kunden das natürlich nach außen zu transportieren. Das ist einmal ein wesentlicher Bereich. Wir haben eben sehr viele Stammkunden, die eben auch mit dieser Information natürlich die bekommen und schauen, dass sie da die alle nötigen Infos haben. Wir haben einige Märkte, die wir einfach jährlich betreuen. Wir haben doch sehr viele Stammkundschaften, speziell aus Deutschland, so Naturbekleidungshäuser, die speziell mit Naturmaterialien einfach handeln und bei uns da sehr viel einkaufen. Ja, in der Region sind wir auch immer wieder mit Zeitungsinseraten, wo wir schauen, dass wir einfach präsenter werden. Aber wie es meistens so ist, im eigenen Ort ist es einfach schwieriger oder in der eigenen Gegend ist es sehr schwieriger, dass man Bekanntheitsgrad erlangt. Es gibt leider immer noch ganz viele aus dem Ort und aus der Region, die uns leider noch nicht kennen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, dass das ein schwieriger Teil ist, dass man da den Leuten auch ins Bewusstsein ruft, was es eigentlich vor der Haustüre gibt. Ja. Das ist leider so. Aber da muss man dranbleiben, denke ich. Was ist Erfolg? Das ist ich glaube, ganz schwer zu beziffern. Ich denke, man muss die Gesamtheit sehen. Mir ist wichtig natürlich der Mensch, die Mitarbeiter. Es muss auch natürlich die Produkte und die Umsatzzahlen stimmen.
und natürlich auch unseren Fördergeber gegenüber und dem Verein und dem Vorstand gegenüber. Das sind lauter verschiedene Interessen, denke ich mal. Aber so eine Mischung aus dieser Gesamtheit, denke ich mal, ist einfach ganz wichtig. Also wir müssen einerseits Menschen schauen, dass berufliche Perspektive innerhalb von dem Jahr, was sie da sind, erarbeiten. Natürlich müssen wir unsere Kunden zufriedenstellen, müssen schauen, dass wir natürlich einen entsprechenden Umsatz machen. Wichtig ist natürlich auch, dass die Belegschaft zufrieden ist. Und ja, das ist so die Gesamtheit. Der Blick auf die Gesamtheit, denke ich mal, ist ganz wichtig.